Sii vicino a me, non parlar e chiudi gli occhi tuoi. Seguimi, ti porterò con me, scoprirai mondi di favole e salirai sopra una nuvola, giocherai con stelle ed angeli, correremo intorno a questo mondo, le tue mani strette alle mie. Hallo, grüß Hi, dich. grüß dich. Hi, hallo. Der Stefan. Ja, lang ist her, gell? Lang ist her. Buonasera. Marco, piacere. Adam. Hallo, hallo, ich bin Juli. Ich bin die Philomena. Oh, schöner Name. Ja, sehr alter Name. Ja, aber sehr schöner Name. Danke, finde ich auch. Ja. Also vielleicht müssen wir erklären, dass wir 5 Jahre eine müssen wir gemeinsame erklären. Fotokopiermaschine benutzt haben. Ja, in ganz kannst du so, ja, stimmt. Ja. Cosa fai nella vita? Io sono studente, ho appena 16, quasi 17 anni però. Ok, quindi non voti. No, Mi hanno dato un non elettore. Cavolo, non posso neanche convincermi. niente propaganda oggi. Ai ai ai. Uli wie Ulrike, oder? Nein, ich bin Uli eingetragen, Uli getauft, kurz und bündig. Ja. Sperrig. Finden Sie, das passt zu Ihnen, der Name? Ich glaube schon, also meine Mama hat gesagt, ich bin auf die Welt gekommen und das war ein Uli, obwohl sie vorher von einem anderen Namen geredet haben und ich bin eigentlich recht glücklich. Ja, ich war von 2013 bis 2018 im Landtag unten, der Sekretär von Bruder Andreas, genau, von der Bürgerunion. Und somit eigentlich direkt auch Büronachbar zu dir. Direkt der Büronachbar. Ja. Und dann hast du mir nicht Äpfel oder Kersten oder sowas gebracht? Ja, aber du hast mir auch mal etwas mitgebracht, nicht? Ja, etwas Sicher ein Pflanzl. Sì, allora, Cosa fai nella vita oltre a studiare? oltre a studiare poco, vado al classico. Mhm. Faccio Quindi studi abbastanza. Sì, Ich habe gerade davor mit dem Marco Galateo geredet und ich habe zu ihm gesagt, dass für mich eigentlich die Fratelli d'Italia mit ihrer Verbundenheit zu Italien mich sehr eigentlich an Parteien wie die Freiheitlichen erinnern, die was sehr für Südtirol sich zu Südtirol verbunden fühlen. Und ich habe eigentlich nie verstanden, wieso das so ein großer Unterschied ist für eher rechte Parteien, die was sich auf Italien konzentrieren und ihre, die was sich auf Südtirol konzentrieren. Für mich ist das irgendwo wo ist da der Unterschied, wieso die sich denn nicht zusammen? Ma al classico tu ti eri candidato per rappresentare gli studenti? sì. Sei rappresentante? Ce l'hai No, ho fatta? Hai preso un vinto? voto. Il tuo? Sì. Questo è un buon punto di partenza, vedi, quello è un buon punto di partenza. E qual era il programma? Cosa secondo te ha funzionato e cosa no? Ah no, cioè, siamo maggioranza ragazze, quindi io da maschio non venivo votato in sé. Cioè, nel senso... Ah, è il tempo delle donne, vero? Sì, bravo. Non dire così. Noi abbiamo lavorato tanto per avere Giorgia Meloni. Salute! Salute. Quello non è un alcolico, vero? Fratelli d'Italia ist eine staatliche Partei. Die Freiheitlichen sind eine lokale Partei. Wir sind hier verwurzelt. Wir haben uns als soziale Heimatpartei bezeichnet und historisch zwei komplett unterschiedliche Geschichten natürlich. Die Freiheitlichen sind entstanden 1992 in der Nachpaket-Ära, wo wir gesagt haben, dass Südtirol es jetzt notwendig hat, dass sich das Land demokratischer entwickelt. Die Sammelpartei als solches haben wir überholt gesehen. In dem Sinne nicht mehr Welche unbedingt. Sammelpartei war's? Die Südtiroler Volkspartei ist eine Sammelpartei und wir haben gesagt, nach der Nachpaket-Ära von 1992 braucht es in dem Sinn die Sammelpartei nicht mehr, weil Südtirol in gewisse Sachen abgesichert Dann war. haben Sie die Abspaltung sozusagen. Es seien einige Volksparteiler bei der Gründung damals der Freiheitlichen auch dabei gewesen. Und einfach, weil wir haben ja recht gehabt, also es hat uns die Geschichte der letzten über 30 Jahre ja recht gegeben, dass
die Sammelpartei in dem Sinn, zumindest aus unserer Sicht, leider ein Konstrukt ist, um Macht zu erhalten, Postenschacher und so weiter. Funktioniert gut. Funktioniert nach wie vor und mal schauen, wie es früher ist. Die Oppositionsarbeit hat ein bisschen gefehlt, nicht? Weil die Regierung hat im Endeffekt kennt die, was sie will. Muss man sagen. Da hat mir ein bisschen die Oppositionsarbeit einfach gefehlt. Und ich weiß nicht, ob es im Endeffekt, ich will jetzt auch nicht ob es nicht von außen so ausgeschaut, als wäre es eine Umgliederung gewesen zur Regierungsbeteiligung 2023. Jetzt Na gut, also aus ihrer Sicht kann ich es halt total ablehnen, auch weil es ja nichts bringend hat. Also sich unbiedern und sich unschleimen, das bringt ja gar nichts. Deswegen musst du allem sagen, dass du eine starke Kraft bist. Ja, und, halt sicher. Also leider als VP-Schienten das mal nie bringen, das die ehrlich gesagt nie zusammenbringen. Aber zusammenarbeiten, kooperieren kommt man schon für, dass es eigentlich das ist, was sich die Leute wünschen. Aber, wo du sicher recht hast, so einen Böder haben wir keinen gehabt. C'è una grande frazione, tanti partiti, tante liste e questo significa che l'elettore, che magari non è molto attento, si troverà tante offerte politiche, no? Sì. E non è detto che riesca a capire quelli che sono i programmi, perché spesso i programmi dei politici non sono facili da capire, no? A volte sono un po' tecnici, usano parole o concetti molto ampi, no? Vogliamo tutti più ricchi, vogliamo un pianeta più bello. Dopo però, se io da amministratore ti chiudo la strada e non ti faccio più andare in macchina, tu hai 16 anni, magari non ti tocca adesso. Però magari alla tua famiglia sì, cambia un po', no? Sì, certo, capisco, cioè nel senso, però allo stesso momento penso che la politica abbia anche un ruolo in questo analfabetismo, sì, analfabetismo, come si dice quello? Politico, politico, sì, certo. nel senso, Certo. cioè portando il livello della politica un po' più in basso, più popolare, nel senso dei slogan, soltanto di emozioni, senza piani, senza, cioè, perché ci sono anche partiti che tra poi neanche fanno più programmi politici. Solo slogan. Solo slogan. Cioè, Sì, beh, questo non siamo noi che invece siamo. cioè abbiamo l'esempio. No, noi non siamo. Ovviamente. Sicherheit. Ja, Sicherheit ist schon ein großes Thema geworden. Ja, wenn du schaust, wie viele Frauen alle Jahre umgebracht werden, dann weißt du, dass das ganz sicher ist es einmal für die Hälfte von der Gesellschaft sicher nicht. Danach ist es, ich meine, jetzt gibt es auch sicher so Eskalationen. Ja. Also nach Covid ist sicher eine andere Situation da, also viel mehr Aggression. Ja, aber zwar vor Covid zum Beispiel, jetzt am Bahnhofplatz ja auch schon ein Problem. Nicht? Das ist jetzt ja, ist schon wilder geworden, aber ist jetzt auch nicht unbedingt sehr viel wilder geworden, wie es davor war. Schon auch Nein. so, Nein, stimmt. Aber der Bahnhofplatz ist nicht sein, wo die meiste Gewalt passiert. Das ist schon das Schlafzimmer. Also geht es in einer Partei darum, Heimat zu erhalten und heißt, also ich sehe ja, Völkerwanderung ist ja was ganz Normales, also hat allem dazugehört. Und so Themen wie zum Beispiel Migration, was heißt Heimat? Like, ich kann mir vorstellen, also wenn ich mit Leuten rede, die was freiheitlich wählen, dann komme ich auf, früher oder später manchmal auf rassistische Bemerkungen. Und es tut mir irgendwie leid, weil wenn es in Leute echt um Heimat geht, dann soll es in Leute echt auch darum gehen, Heimat anzubieten und Heimat zu schenken. Und wie sehen Sie das? Oder ist das etwas, Also was man like halten darf? prinzipiell so, dass nicht jeder, der der Immigration kritisch gegenübersteht, gleich ein Rassist ist. Das teile ich absolut nicht an. Ich glaube, die Zeiten haben es gezeigt, dass es angebracht ist, kritisch zu sein. Und ich glaube, Südtirol war immer ein sehr offenes Land und hat sehr wohl neuen Mitbürgern Heimat geboten. Aber natürlich ist eine gewisse Bringschuld dabei und eine gewisse Akzeptanz muss Was meinen einfach. Sie mit Bringschuld? Einwanderer, die hierher kommen, haben dem Gastland und auch der Gesellschaft gegenüber eine gewisse Bringschuld. Okay. Das heißt, sich integrieren zu wollen, die Sprachen zu lernen, sich auch an unsere Gegebenheiten anzupassen, beispielsweise Frauen, dass Frauen bei uns teilweise einen hohen Stellenwert haben und nicht wie viele andere Kulturen, wo die Frauen leider Andere Gottes Stellenwerte, ja. keinen Stellenwert teilweise haben. Und zur Integration eben gehören bestimmte Sachen auch dazu im Alltag, dass man bereit ist, dieses Land als neue Heimat auch zu akzeptieren, mit den ganzen Gegebenheiten, die das Land eben auch hat. Allora, i stipendi perché sono bassi in Italia? Produttività bassa,
pochi laureati, poca gente che dà un valore aggiunto. Lo stipendio in Italia non è basso, sono troppo alte le tasse e quindi il netto che tu prendi è basso. Ma se tu guardi quanto paga il datore di lavoro è alto. Cioè tu pensa che per dare 1.500 euro a un dipendente il datore di lavoro ne spende circa 3.000. E 3.000 è tanto. Quindi non è che è basso lo stipendio, sono troppo alte le tasse. Ma anche in Germania sono anche più alte le nostre. Cioè, nel senso, allora perché lì guadagnano 1.200 euro in più in media? Allora c'è un problema strutturale ben più difficile di quello dell'abbassamento delle tasse. Però quello è un altro tema che potremmo parlare, sì. Però si spiega anche, diciamo, è troppo sintetico, però se la Germania può prendere soldi dalla banca centrale praticamente gratis, mentre l'Italia deve pagare il 4, 5, 6% di interesse, questo impatta molto sull'economia del paese. Se l'Italia ha il 150% di debito sul prodotto intorno lordo e la Germania 60%, ma ovviamente hanno un altro rating. Abbiamo il patrimonio più alto d'Europa, cioè le nostre famiglie, lo Stato nostro è indebitato, ma il popolo italiano è ricco perché l'80% è proprietario di casa. Ma cosa vuol dire? Che l'italiano non investe, quello è il problema. L'italiano non investe, non sa investire. Du, sag mal, was sagst du zum Umweltthema? Wie hast du das jetzt die letzten Jahre erlebt? Ja, ist sicher, also hat sicher zugenommen von der Gewichtung her, das ganze Thema. Das Interesse von den Leuten? Ja, die Wichtigkeit irgendwo, wo es bei den Leuten einfach. Das Interesse sicher auch nicht, aber das Ganze rundum ist eigentlich als ein Nischenthema gestartet. Das stimmt. Und ist irgendwo wichtig geworden, ob es jetzt auch richtig ist, dass ob es nicht zu schnell geht. Ja, ist sicher aufzupassen. Thema E-Auto zum Beispiel ist von mir aus gesehen eine gute Lösung, ist aber nicht ausgereift noch. Ist nicht so, dass der Markt damit überflutet werden kann. Ja, sonst die Umwelt, bis auf sich auf den Straßen einkleben, werden wir aber nicht zusammenkommen mit der Meinung, weil ist einfach... Nein, es ist ein Protest von jungen Leuten, die Angst um ihre Zukunft haben. Wir haben eine andere Aufgabe. Guardiamo solo in Alto Adige, perché non arrivano, qui arrivano turisti da tutto il mondo, ma i capitali di investimento non arrivano da tutto il mondo. Che cos'è che li spaventa? C'è costi alti, infrastrutture non abbastanza come grandi, sì, ci sono molti motivi, sì. C'è gente non abbastanza, diciamo che non ha lauree o così, perché sì, nel senso abbiamo gente troppo super qualificata come in altri stati, quello Guarda, sarebbe tu il motivo. hai 17 anni, non puoi votare e hai capito il problema meglio di certi assessori provinciali. Es fehlt an die Gehälter, es fehlt an die flexiblen Was tut Arbeitszeitmodelle, man dann? es fehlt an der Attraktivität. Ja, das sind alles Punkte, die schleunigst umzugehen sein, aber die waren schon, das ist, jetzt kommt es so richtig außer, aber die Punkte kann ich mich erinnern, ich bin jetzt 20 Jahre im Landtag, die waren schon Anfang oder Ende der 2000er Jahre Thema. Wieso wo's- ändert sich da nichts? Weil, wie Sie sagen, eine Partei immer noch erfolgreich ist und da eine Partei alleine das gute und schlechte Wetter macht mit dem jeweiligen italienischen Partner, der sich halt alle 5 Jahre ändert. Aber sonst nach wie vor eine Partei allein das regieren oder Und dann das darf sich sagen das hat. alles ändern, wenn die Freiheitlichen die Hauptpartei waren. Mi scusi, non se la deve prendere male se lo dico, però il suo modo di parlare, l'ho subito notato come fa lei. Lei prende la parola, inizia a parlare, cambia tema e così riesce a bambolarmi. Bambolare è troppo. Sì, non voglio, No. non me ne voglia. Se volessi potrei, ma non voglio Sì, perché sono una persona trasparente. no? Sì, questo mi dà fastidio la politica, questo parlare del nulla, perché parlare con soluzioni semplici di temi complessi che non vanno non vanno risolti in questo modo. Weil ich 2018 von der Runde weg bin als Mitarbeiter von Böder Andreas, dann bin ich Vertreter machen gegangen und dann haben wir bei weitem mehr, 1.500 Kilometer die Woche gemacht. Und dann bist du einfach nicht mehr in Stand gehalten, das mit dem E-Auto zu kompensieren, weil du kannst nicht hinfahren und da, wo es stehen bleibt, bleibst stehen. Und, oder halt, musst so kalkulieren, so kalkulieren, dass es nicht. Es gibt einfach Berufe, wo es nicht geht. Und dann, Mobilität ist auch ein wichtiges Thema, weil du sagst, es gibt ja auf dem Rad umsteigen, auf den Zug umsteigen, ist alles super. Aber es gibt Berufe und das muss
auch die Politik kann man Ja, verstehen. auf jeden Fall. Also, dass du auf Was Nacht nicht noch heim, geht, dass du ne? auf Nacht noch heimkommst. Jetzt Ja. haben wir Sommergespräch mit dem Landeshauptmann gehabt und haben gesagt, na, alles wunderbar, hat alles aufgezählt, was alles wunderbar ist in Unterland tun. gesagt, aber wie du auf Nacht voll 3 Euro kommst, musst du es halt auch noch so. Weil halt Wie kommst du unten einfach ist nicht. denkbar Jetzt schlecht. haben wir alle Tagesrand und für kleine, also so Rufbusse und so Sachen für kleine Bedürfnisse, also nicht für einen großen Pendlerverkehr. Von der Seite ist ziemlich gut abgedeckt. Ja, aber bin ich auch doch, nicht ganz. meine Kinder sind halt nicht heimgekommen nach Montan auf Nacht. Ja. Nicht möglich gewesen. Und Ja. das geht nicht. Sie haben sich gut organisiert. Ich glaube, du musst aussteigen. Ich glaube, ich muss so langsam. Schon, wir hatten ein bisschen. Ja, voll. Wir Wir hatten jetzt wir mal hatten ja genug weiterfahren mit dir. Material gehabt. E come li risolveresti? Ci sono molte... No, non su una funivia in 12 minuti. Per esempio mentre vai da con Bolzano, più grandi investimenti nelle università che l'Italia non c'è, o sulla ricerca, l'Italia ha meno 0,5% del PIL in ricerca. Investe. Grazie Prossimo. mille. Nächste soll kommen. Hat Dankeschön. mich gefreut, danke Ebenfalls. dir. Nächster bitte. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Adam. Adam, Brigitte. Hallo. Piacere. Allo, Marco. Filomena. Hoi Karin. Formell, Hoi, grüß dich. Hoi, hallo. Schön, dass du bist. Was darf ich drauf schenken? Also, ich bin jetzt ja schon eine Weile nicht da gewesen. Wir haben Pfirsich, Vitamin. 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 Klingt gut. Wir sind so weit entfernt Ja. und trotzdem irgendwie nett. Ja, geht's dir gut? Ja, geht gut. Fein. Ja. Quanti anni ha? 20 anni. Lei? 20 anni. Io 43. Di che cosa le piacerebbe parlare in 12 minuti della nostra società? Von wo können wir starten? Also, von Was, meinem. wieso bist du da? Ja, also, weil ich habe schon immer, sagen wir, starke politische Meinungen gehabt. Io dico che chi fa politica deve farla con due aspetti molto semplici. Due sono le cose che deve fare, non gli si chiede i miracoli a chi fa politica. Deve voler cambiare le cose e deve volerlo fare in maniera trasparente. Questa è la base, diciamo, dei valori di riferimento, secondo me. Se lo importanti. sento così è proprio bello sentirlo. Funziona. Schieß los. Schieß los. Ja, nicht einfach, gell, mit dir loszuschießen. Wieso? Nein, weil. Mal, mal. Ja. Das Problem der Linken, wenn man so sagen will. Wenn man also was war das, nee, so Ehe zwischen Gleichgeschlechtlichen so legalisieren will, aber dann in anderen Bereichen nichts macht, der für die Bürger auch sehr wichtig. Die letzten Tage waren wieder sehr hektisch. Überhaupt bei uns am Zeilerhof nach den ganzen, sagen wir so, Plünderungen bei den Flüssen entlang. Nicht? Ich hoffe allerweil, dass ich ein paar Tage rasten kann, aber logischerweise, wenn wir jetzt auch noch in die Leitzelte und so weiter wegnehmen, die arbeiten, dann ist mein Telefon natürlich immer AK24 beim Leuten. Und du kennst Ja, das Thema haben wir vorhin schon ein bisschen umgeschnitten. Waren bei den Leuten dabei, die arbeiten Ja. und leben am Flussufer im Zelt. Ja, weil du weißt ja, ich bin ja so als Bozen, Federica Franchi und die anderen sind ja Bozen-Solidale und die haben für einige Zelte gekauft. Ich habe ein paar gehabt, die haben natürlich danach angerufen, wo sollen wir jetzt schlafen. Also wir haben ein paar Tage lang haben wir Leute am Balkon, auf der Terrasse und im Garten gehabt. Ne? Zum Beispiel, denke ich habe mal eine Analyse von Slavoj Zizek, der Philosoph, slowenischer Philosoph, und er hat analysiert, wie er hat analysiert, wie die Linke vergisst, dass die Verteidigung, also im Sinne die Polizeiwesen, hat großen Wert in der Gesellschaft. Deswegen wählt man viel rechts. Jetzt bei uns, Karin, da muss man jetzt ehrlich sein. Die Schiffe, die täglich fast kommen, sind Kriegsflüchtlinge. Längst schon immer. Und In da Südtirol. da Wir kommen- suche ich ja nicht, dass man Ja. wirklich Ja. ehrlich ist und die Begrifflichkeiten so verwendet, wie sie sind. Es sind ganz viele Wirtschaftsflüchtlinge, ganz viele, wie soll ich sagen,
ich sage jetzt nicht, ich tue den nicht abwerten, dass es leicht ist, alles zurückzulassen, auf ein Schiff zu steigen und schauen, was passiert. Aber es sind die auch, die kommen. Ja, was sind mir auch aber Leute, nicht- du weißt, wo ich 7 Jahre gelebt Ja. habe. Ich habe mich sehr viel mit den Leuten auch beschäftigt. Ich weiß, wir haben uns ja sehr oft viel mit den Leuten getroffen. auseinandergesetzt, weil ich irgendwann einmal gedacht habe, man kann nicht über Leute reden, ohne sie irgendwo, ich kann nicht sagen, dass ich alle kenne, aber man kriegt einen Einblick, wenn man auf die Leute zugeht und mit ihnen redet. Und wenn ich dann her von Leuten aus Nigeria oder sonst irgendwo, dass sie seit 10 Jahren in Italien sind, weil früher waren sie in Neapel irgendwann und dann sind sie so langsam daher gekommen. Enden im Bahnhofspark, haben in den 10 Jahren noch nie einen Tag gearbeitet, noch nie eine Wohnung gehabt, außer sie haben vielleicht einmal eine Freundin gehabt, bei der sie oben gekannt schlafen. Dann frage ich mich schon, ob das normal ist, was wir da tun. Aber die Linken haben ja nichts gegen die Polizei. Kann mit mir jetzt nicht viel. Viel nach Amerika schauen oder die Antifa. Es gibt so viele, also man sagt ja, all cops are bastard oder Polizeihunde und so. Also es gibt schon. Ich denke, was ich jetzt also ich habe das nie so empfunden, ehrlich gesagt, weil ich denke mal, die Polizei sind da für die Sicherheit von den Menschen und das ist eine Struktur, die der Staat dafür einsetzt. Was ich jetzt mir vorstellen kann, dass vielleicht Leute so empfinden, wie du sagst, ist einfach, weil so strikt hierarchische Systeme zum Beispiel wenig Spielraum für Eigeninitiative, für Protest, für Dissens, für Zivilcourage und so zulassen. Das ist schon erwiesen. Ja. Und je hierarchischer das System, desto schwerer ist es eigentlich für einen Einzelnen, zum Beispiel nicht Einverständnis zu artikulieren. So Sachen schon. Aber sonst denke ich nie, ich hätte noch nie von einem Linken gehört, oder zumindest nicht in unseren Reihen, dass jemand etwas gegen die Polizei hätte. E avendo la possibilità di avere questi dialoghi, spesso ho fatto l'esperienza che non abbiamo posto per dialoghi e i politici con cui ho parlato, noi abbiamo preparato delle domande in online workshop tra mesi e mesi e poi quando siamo arrivati a Bruxelles i politici hanno fatto dei monologhi e non c'era tanto spazio per parlare. Così io mi chiedo, o io avrei un desiderio per proprio avere la regolarità di avere dei dialoghi e io so che ha senso che lei partecipi a questo progetto anche per essere presente prima delle elezioni, ma anche quando non sono elezioni, perché non facciamo questi progetti? Ich habe immer ein Zelt und lebe im Zelt, bevor ich in eine Zoologe reinige. Gell? Weil du kannst nicht Menschen Nein, das, was ich verschiedenen- gesehen habe und die aus haben es auch verschiedenen gefilmt und Ländern, das ist... 100 Leute zusammenwürfeln und dir nachfragen, warum wird da gestritten, warum gibt es Probleme und so weiter und so fort. Nicht? Glauben Sie so an Degrowth, man soll kleiner werden, die Wirtschaft soll Die schrumpfen. schrumpfen. Ja. Nein, ich glaube eher ans Postwachstum. Also wir nicht entwachsen, sondern eher an die Zeit nach dem Wachstum vorbereiten. Io accetto sempre gli inviti che mi fanno quando devo andare a parlare. Vi è capitato di andare a parlare anche in ambienti a me molto ostili, perché credo molto nel dialogo e addirittura nel passato, attraverso il nostro partito, abbiamo ospitato persone che la pensano in modo diametralmente opposto al nostro. Ricordo quella volta che è venuto un comandante di una compagnia degli Schützen a parlare da noi su perché il valore degli Schützen per noi è un aspetto molto importante. Die müssen wir nachrennen für die Sprachkurse, weil keiner pünktlich gekommen ist. In welchem Südtiroler werden gratis einen Sprachkurs gezahlt? Ja, da gebe ich da kann ich Du dir musst recht geben. immer einen Puls nachrennen. Wenn um 9 der Termin ist, nirgends so macht, da braucht man nicht mehr Streetworker. Was ist die Alternative? Also gibt es eine Alternative oder man kann gleich sagen, ja, es sollte eine geben. Nein. Also ich denke schon, wenn ich zum Beispiel wir in unserem Hotel, wenn wir es übernommen haben, da haben wir gesagt, wir bauen jetzt keine Betten mehr dazu. Das ist jetzt viele Jahre her. Und haben damit das kleine Skigebiet eigentlich auch gerettet. Wenn ich nicht sagen, ihr könnt es zugrunde wachsen lassen können. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber denke ich, wo man weiterdenken kann. Und jetzt sind wir umgekommen. Il valore dell'essere connesso alla patria o al land, Heimat, mi sembra molto simile, dal suo partito per l'Italia e dai Schützen per Io il Südtirol. credo
che esista una identità altoatesina sudtirolese che rispetta le identità dei gruppi che qui ci vivono, ma io mi sento con una sensibilità diversa dei miei colleghi di Fratelli d'Italia di Verona o della Calabria. Cioè c'è qualcosa qui che ci unisce tutti quanti e è qualcosa che fa un po' paura ammettere e che invece andrebbe rafforzata un po' Così di più. lei si sente come altoatesino? Sì, Bello. certo. Altoatesino, italiano, europeo. Okay, bello. Das Problem ist aber auch, dass wir einfach seit Jahren immer so irgendwie diese Emergentialität haben. Auch nicht? Ja, Weil er ist tot. Wir haben ja keine Zuständigkeit. Wie das, ärgert das? das kann es ja nicht sein, dass wir im März alles wieder zumachen und wieder 100 Leute auf der Straße haben, die vielleicht einen Ansatz gehabt haben, das Leben zu verbessern und dann fallen sie wieder ins gleiche Loch rein. Das wird noch zum Teufelskreis. Und da kommen wir nicht mehr Das mit weiter. Notstand, da gebe ich dir recht, das, Ja, so deswegen- bringt das nichts. Nein. Aber das ist, weil leider Gottes kein Konzept da ist. Nein, es ist man kein- holt alles inner Es ist und dann einfach. wird man schon sehen. Und das ist kein Plan. Ja, man holt alles hin. Viele bleiben da auch stecken, weil ich kann da garantieren, die meisten möchten eigentlich in den Norden sicher nicht da bei uns bleiben, weil so viel bieten wir ihnen nicht. Aber Sehr, wir sehr. wissen einiges. Wir müssen gleich aussagen. Jetzt gehen wir einen Ratscher machen. Morgen, hallo. Kamera passt, alles klar. Alles gut, ja? Dankeschön, alles gut. Kannst du ein bisschen zuzoomen, wenn du willst? Ja. Meinst du noch was? Gespannt. Das ist ja der Silbernagel, das ist ja der Max, oder? Ja. Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo, hallo, hallo. Komm her. Wie geht's? Gut, gut. Gut? Dir? Ja, wohl. Stress, aber das ist Dauerzustand, aber es ist gut. Ja. Daheim geht's gut, sage ich halt, wenn die Leute, wenn es daheim halbwegs geht, Ja. kann man schon glücklich sein. Ja. Nein, ich bin der Max Silbernagel. Ne? Wir kennen ihn sehr, das Ja. will ich an der Stelle auch sagen. Und ich mach Musik in einer Band, Punkband. Und tu Bücher schreiben. Und meine erste Frage war, weil Südtirol ja, viele Vereine unterstützt werden, unter anderem die Feuerwehr, das Weiße Kreuz, die Musikkapelle, aber halt so die Underground-Szene und so in der Musik auch, wird ein bisschen vergessen und dann habe ich wollte fragen, ob
was was du da für Lösungsvorschläge hast, weil die Underground-Szene ist zwar nicht so groß, aber auch ziemlich wichtig, weil es halt einfach auch eine andere Meinung von gewissen Leuten preisgibt, der was jetzt nicht so im Mainstream drin sein. Ich wollte fragen, was du da für Ideen hast, das besser zu machen oder sichtbarer zu machen. Oh. Nein, ich bin ja selber früher im Jugendraum in Völz gewesen, in meiner Heimatgemeinde Isola. Ja. Du kennst ihn eh. Kenn ich gut, ja. Ja, und Sam ist schon mal eine Ebene, natürlich, wo man die Szene ein bisschen unterstützt, ist dass man Proberäume zur Verfügung stellt, dass man Auftrittsmöglichkeiten gibt, auch über die offene Jugendarbeit und so weiter, dass man da einen Raum auch gibt, wo man etwas dienen kann. Und das hat, glaube ich, in vielen Orten ganz gut funktioniert. Das ist ja, ich kann mich noch erinnern, wenn ich jung gewesen bin, das ist inzwischen auch lang her, es hat ganz wenige Bands noch gegeben. Ne? Das ist die Ausnahme gewesen. Inzwischen gibt es ja wirklich ganz tolle Szene, auch nicht nur im Mainstream, sondern auch ein paar andere Sachen. Es braucht aber mehr, noch mehr Räumlichkeiten von mir aus gesehen und unbürokratisch. Wir haben damals auch noch selber einen Stadel irgendwo gemietet, damit wir nicht in die Leute stören, aber es soll laut gewesen sein. Und ich weiß ja auch bei den Räumen, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden, in die Jugendtreffs und so weiter, meistens die Warteliste ewig lang ist nicht. Und es geht auch nicht gut, wenn du mit 5, 6 Bands, das Schlagzeug ist alle mal umzubauen und so weiter. Ich bin erst jetzt in Sterzig gewesen, letzte Woche, wo wir auch wieder so einen Raum schaffen, eben ganz bewusst auch mit Musik, auch mit der Zusammenarbeit oben mit den Leuten, mit der offenen Jugend gearbeitet, also wirklich bewusst ist offen, also dass man da ganz informell das machen kann. Es entsteht auch wieder ein zusätzlicher Probenraum plus eine zusätzliche Bühne, wo man auch kann entsprechende Sachen machen. Wo war das? Das ist in Sterzig mitten in der Stadt drin. Eigentlich, wo war früher ein altes Geschäft. Und das will man auch ein bisschen vom ganzen Bezirk Quibtal ein bisschen Sachen noch schaffen. Das andere ist, wir haben letzte Woche in Landtag ein Gesetz gemacht, wo wir auch die lokale Musikproduktion unterstützen wollen. Hat es bisher nicht gegeben, das ist also ganz neu. Wo wir sagen, wir haben jetzt eingeführt einmal, dass man in die Radiosender mehr Geld geben, wenn sie lokale Musik spielen. Also, und zwar ganz unabhängig, das geht über alle Dinge, ob das jetzt traditionelle Volksmusik ist, bis zu Punk, Underground, Rock, das ist nicht das Thema, nicht welche Dinge, es geht um lokale Musik. Und das Zweite, was wir jetzt gemacht haben, ist ein Gesetz, wo wir sagen, dass auch das Produzieren, nicht? Du gehst ins Studio, du tust komponieren, du tust was weiß ich, arrangen, was auch immer, dass man auch Sam Beiträge geben kann, weil wir können Beiträge für andere Kulturarbeit geben, nicht? Für sie, für die Musikkapelle, ist ja richtig für die Trachten und Instrumente und für die Tätigkeit. Warum soll es das nicht in dem Bereich auch geben? Haben wir ein neues Gesetz gemacht jetzt, haben wir gerade erst gemacht. Jetzt natürlich müssen wir Geld auch vorsehen, nicht? Weil im Gesetz ist es nicht getan. Wir haben im Haushalt jetzt einmal 400.000 Euro vorgesehen als ersten Ansatz einmal, dass man da kann in ganz Südtirol, dann kann man eben aussuchen, dass man Unterstützung kriegt. Und dann hätte ich noch eine Frage an die, weil das jetzt ein bisschen in Sozialen, weil ich Beeinträchtigungen habe, seit ich geboren bin. Und mir kommt für der soziale Bereich müsste ein bisschen reformiert werden, weil viele Leute mit Beeinträchtigung ein selbstbestimmtes Leben haben wollen und wegkommen wollen von den Institutionen, wie zum Beispiel Werkstätten und so. In Innsbruck sind sie recht gut aufgestellt, aber da in Südtirol gibt es das Prinzip noch nicht. Da kannst du hingehen und sagen, das sind meine Tätigkeitsfelder, das tue ich, das arbeite ich und ich brauche für das selbst und so brauche ich Assistenz. Es ist ja eine eindeutige Zielsetzung im Inklusionsgesetz, was die Martha Stocker noch gemacht hat. Das weißt du ja. Deshalb hat man ja das. Leider haben wir da noch schon ein wenig Kinderschuhe, sage ich wieder recht. Nicht? Wir sind da noch nicht richtig aufgestellt. Bei uns ist noch so wie der Ansatz, wir wissen schon, was für die gut ist. Nicht? Und das ist genau das Gegenteil von dem, nicht? Was glaube ich, dieses Thema, das heißt, ich möchte mich verwirklichen. Und das Ziel muss ja für jede Tätigkeit sein, dass sich die Leute in alle Ebenen so viel wie möglich selber verwirklichen können und dass man dort unterstützt ist. Ne? Und
Ich glaube, wir haben jetzt ein paar einzelne Projekte, ich meine, du kennst sie ja nicht, gehabt, wo wir versucht haben, in die Richtung zu gehen, sein aber ein bisschen beim Lernen, sagen wir ganz ehrlich. Das, auch dieses... Weil es war wirklich nicht weiter weg. Innsbruck ist 2 Stunden weg, da kann man einmal zusammenhucken und mit den Leuten reden, wie sie getan haben. Also das ist nicht, es ist auch keine, es ist, ich glaube nicht, dass es eine Hexerei ist. Nein, ich nehme das gerne auf und ich kann auch mit den zuständigen Leuten gleich mal reden, dass man einmal einen Termin macht mit den Innsbrucker und sich für ihn erklären lässt, wie sie es machen, auf was man schauen muss, wie es funktionieren kann. Und das ist ja, glaube ich, für jeden Elternteil, ich meine, wie du weißt, wir haben ja einen Sohn mit Beeinträchtigung, das ist ja für jeden Elternteil, glaube ich, der Wunsch, soweit es möglich ist, und noch einmal unterschiedliche natürlich Abstufungen und Möglichkeiten, genau das zu erreichen. Nicht? Ein selbstbestimmtes Leben, weil das ist auch noch die Frage, ich meine, da kannst nicht, erstens will man es nicht, dass man ständig da betreuerisch wirkt, nicht? Und man nimmt die Autonomie. Je mehr man betreut, umso mehr nimmt man weg. Deswegen ich bin ganz bei dir. Genau, und ich mag auch nicht, also meine Eltern, ich mag meine Eltern, ich mag einfach das für mich tun, weißt? Es hat nicht mit meinen Eltern und nicht mit meiner Familie zu tun, das mag ich für mich tun, ne? Ich mag das tun, was ich mag. Du, wir schauen jetzt das für die Innsbrucker an. Ja. Absolut, man muss nicht allem, ist überhaupt in Südtirol oft einmal wie die Haltung, stelle ich fest, wir müssen alles komplett neu und selber erfinden. Oft ist es gescheiter, von richtigen anschreiben, der Schule ist ja nicht, aber man muss auch die richtigen erwischen, vom besseren. Sage ich danke für den Tipp, weil ich meine, das ist ein wichtiges Input und dann schauen wir. Und dann hören wir uns auch wieder eventuell in Nachfolge, was daraus geworden ist, was wir für... Sag ich mal, was wir verstanden haben und was wir denken können. So, jetzt muss ich leiten. Ja. Jetzt ist der oder die Nächste dran. Ich weiß ja noch nicht, wer es ist. Gell? Max, danke, sag ich. Danke. Und mach's gut. Alles Gute dir auch. Danke, Max. Jetzt? Perfekt. Grüß Gott. Grüß Gott, Oh, Herr grüß Dr. Gott. Kompatscher. Freut Danke. mich. Ja, Na, ich so bin ein ich. bisschen jetzt aufgeregt. Ich weil war auch Sie- sehr gespannt, wer jetzt kommt. Da. Ja. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Ja, ich bin ein Nehmen Sie bisschen Platz, nervös bitte. jetzt. Nein, so glaube ich. Da braucht man nicht, da gibt es keinen Grund dazu. Aber Ja. verzeihen Sie mir. Ja. Darf ich mich kurz vorstellen? Ja, bitte. Ich Ich bitte bin darum. die Schwester Agnes von Vinzensheim, Vinzenz. Schlanders. Ich gehöre zum Orden der Barmherzigen Schwestern von Bozen und ich habe über 40 Jahre das Vinzensheim geleitet. Und seit 2 Jahren sind die Ganztagsschüler weggefallen und somit auch die Förderung. Die, was damit zusammenhängt ist. Ja. Und was noch dazu gekommen ist, dass die Schüler, weil wir betreuen 80 bis 90 Schüler, Nachmittag, Jetzt nicht mehr ganz da, Freizeit aber okay. und Sommerbetreuungen, Kita und so. 80 bis 90. 80 bis 90. Und wo kommen die alle her? Von ganz Winschgau. Schon von überall runter. Ja, wir haben auch früher mit dem Jugenddienst und mit dem Jugendgericht zusammengearbeitet. Und nachdem die Schule nicht mehr bereit war, die Schüler von auswärts, sei es Ritten, Sarental zu nehmen, seien uns die Schüler vom Heim weggefallen. Und dadurch auch die Förderungen. Meine Frage... Aber kriegst du es für die eine Tätigkeit nicht Förderung? Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wir müssen es wohl auch kriegen für die ganze Betreuungsleistung, was es macht. Das kriegen sie noch, das lang geht. Weil es die Fixkosten nicht mehr Ja, bezahlt. weil früher haben die Schüler um Studienstipendium ansuchen für die Nachmittagsbetreuung. Und jetzt Und jetzt nicht mehr. fällt es auch weg, weil es nicht mehr zusammenhängt Ja. mit der Ganzbetreuung. Ganz genau. Und das ist ein großes Problem für uns. Haben Sie schon einmal mit den Ämtern, mit den Zuständigen geredet? Die Eltern klagen, Ja. weil wenn sie müssen das Mittagessen extra zahlen, die Betreuer Nachmittagsbetreuung zahlen. Und wenn Familien 2 und 3 Kinder bei uns untergebracht sind, also
Das packen die nicht. Haben Sie mit der Landesrätin einmal geredet darüber? Wir haben da geredet, dann sagt sie, ja, für die Miete weniger, das geht nicht so. Ja, wir haben ein großes Team. Und was noch dazu kommt, wir haben ganz viele Migrationskinder. Die brauchen die Hilfe. Die kommen zu uns, die nicht Deutsch kennen. Die sind in die deutsche Schule eingeschrieben und kennen kein Wort Deutsch. Und wir helfen da. Es macht praktisch Sprachintegration auch mit der Tätigkeit. Ja. Und die Schule schickt ihn zu Betteldorf, nimm's bitte das Kind auf, weil das sonst nicht weitergeht. Aber nicht versucht ihr in irgendwelche Projekte initiieren, dass darüber die Das war wohl ein Projekt, aber warum finanziert man die nicht langfristig? Das ist meine Bitte an Sie, helfen Sie mir da. Das müssen wir live versuchen, wenn nachher natürlich nicht gleich spezifisch für Ihren Fall, sondern als Grundsatz aufzustellen. Weil wir haben ja den Ansatz, dass wir unbedingt die Sprachinklusion wählen. Nicht? Ich meine, das geht ja sonst nicht, dass wir die Schüler oben, die kein Wort verstehen, da leiden ja alle drunter. Die anderen Schüler auch, weil dann müssen sich die Lehrer mit den Schülern zusammen, es bleibt der Fachunterricht hinten, das hat ja einen Rattenschwanz für Probleme hinten. Und deswegen ist es ja Ziel, dass wir solche Dinge haben, aber eigentlich haben wir normalerweise es ist halt auch noch, kann man vorstellen, über ESF, über die europäischen Gelder kann man es machen. Es hat halt noch, dass es 3 Jahre geht und noch wieder 3 Jahre. Das ist halt ein bisschen das Problem. Nicht? Das ist für Renke wie das Problem. Sonst werden da Gelder rauszuholen, die praktisch für das eigentlich da sind. Weil das ist Aus- und Weiter, das ist Ausbildung, nicht das ist Bildung. Das ist Bildung und Präventionsarbeit. Ganz viel. Und wir haben sie jetzt zu Rettungsheim. Wir haben einen neuen Träger gesucht, weil verschiedene Gründe, altersmäßig und so. Aber der hat die gleichen Probleme. Die Schule hat gesagt, sie wollten nicht von auswärts die Schüler haben, weil sie gemeint haben, das kristallisiert sich als da mit schwierigen Kindern, das ist nicht wahr gewesen. Aha, jetzt kommen da ein paar Sachen auf. Ja. Weil man gesagt hat, die Schwierigkeiten holen wir uns nicht ins Haus. Ja, aber es ist wohl besser, ein bisschen zu verteilen, als wir sie alle nachher halten. Was ist das halt irgendwo anders alle, ne? Die Leute, die was mehr Unterstützung brauchen. Die Kinder brauchen, sonst sind sie auf der Straße, dann werden es solche, die kriminell. Nein, ist klar, es ist auch eine Entwicklung. Wir haben Freizeitangebot, wir machen Hausaufgabenbetreuung, wir machen Sommerbetreuung. Also so eine Institution schließen. Und da muss eine Lösung gefunden werden. Unbedingt. Ja, am Ende geht es halt ums Geld wieder. Nicht? Weil am Ende müssen wir Geld wissen wir kosten. schon, aber wir sind auch nicht mehr imstande, die Kinder. Mir tut es jedes Mal weh, wenn ich sehe, ich kann das Kind nicht nehmen, weil es die Familie nicht zahlt. Kann man das nicht, dass wir eine Einkommensbewertung da machen? Und nein, da ist mir nicht bewusst. Im Prinzip ist es ja bei anderen Sachen, haben wir das nicht, wo man nachher sagt, pass auf, diejenigen, die sich nicht, weil es macht ja nicht Sinn, dass wir für alle zahlen, auch die, wenn ich mein Kind in eine Sommerbetreuung schicke, ist es richtig, dass ich etwas zahle dafür. Nicht sage ich mal, jetzt Glück, ein gutes Einkommen zu haben. Nicht, aber wenn ich Situationen habe, wo ich eben sage, es ist wichtig für die Gesellschaft, dass das Kind da drinnen ist, weil sonst wird möglicherweise ein Problem draus, wenn der Jugendliche sich entwickelt und auf der Straße ist und so weiter. Dann müsste man auch halt einen Mechanismus vorsehen, die objektiv nicht kennen, nicht leider nicht wählen sollen, sondern die nicht kennen. Die wirklich nicht kennen. Ich muss mit den Kollegen von Sozialen und auch von der Bildung da reden drüber. Ja, nicht? Unbedingt. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht wieder eine riesen Bürokratie aufbauen. Nicht? Das ist halt das Nächste. Nicht? Allem, wenn man versucht, gerecht zu sein, nicht? Und zu unterscheiden, die es das leisten können, sollen zahlen, die es nicht leisten können und das brauchen, soll man helfen. Und dann fangst du halt an mit Steuererklärung und das halt, müssen wir aufpassen. Wie viele seid ihr im Team? Im Team, wir haben 14 Erzieher, insgesamt 20 Angestellte. 14 Erzieher? 4 Erzieher. 14. Wir arbeiten in Kleingruppen zu 6 und zu 8 Kindern, weil mehr geht es nicht. Und das Alter für die Kinder? Von 6 bis 18. Von 6 bis 18? Ja, Buben und Mädchen. Ja, und dass man Studienstipendium, früher haben die Nachmittagsbetreuung auch könnt uns suchen. Weil wir nicht mehr heim sein, dann geht es nicht mehr, falls nicht mehr. Das verstehe ich. Ja, so müssen wir uns anschauen, ob wir das nicht wieder kennen, trotz der Tatsache, dass es nicht heim ist. Da müssen wir uns anschauen. Aber ich tue jetzt
ich tue jetzt das, was ich in ZFL Alm tue, ich tue jetzt nichts verheißen im Nein, Sinne von das Ergebnis. brauchen Sie nicht. Ich tue verheißen, dass ich uns selber machen, ich schreibe mir es noch auf, dass ich jetzt einen Termin mache mit den Kollegen, das Thema bringe, mir berichten lasse, warum sie gewisse Entscheidungen getroffen haben, wo die Probleme ist, dass man es nicht so macht, wie sie jetzt vorschlagen. Und dann tun wir miteinander mal einen Vorschlag erarbeiten und dann kriegen sie eine Rückmeldung. Es wird nicht Monate dauern, aber sagen wir mal 2-3 Wochen müssen sie mir geben, Ja, bis es ihnen eine gerne, Rückmeldung gibt, damit gerne. man es ein bisschen anschaut. Ja, ja. So müssen wir sagen, ich kann nicht jetzt irgendetwas versprechen, Nein. weil da sind sicher ein Haufen andere Fragen noch zu berücksichtigen. Sicher. Es geht allem wieder auf Kosten der Jugend. Und ich bin der Anwalt der Jugend und ich möchte, dass die Kinder, wir haben bei der Kongregatio angeklopft. Es sind freiwillige Spenden gewesen, wir haben selber, die bleiben aus. Und wir Schwestern haben aus der eigenen Tasche für solche Kinder Sie selber einfach finanziert. Aber Ich das will hat nicht die Summe, aber das, das hat geht ja nicht, das Grenzen. geht ja nicht die Ja. Länge. Das Ja. geht nicht ewig. Und das ist schade. Ja, ich danke Ich Ihnen. merke bei Ihnen ganz enorm viel Engagement, großes Kompliment. Einmal danke überhaupt für das, was Sie tun. Gell? Also, Ja, ich danke, aber das gilt für Sie und für Ihren ganzen Orden. Nicht? Weil ich Ja. habe jetzt ja öfter schon erlebt, was Sie alles leisten. Und deswegen darf ich Ihnen eine Frage stellen, Ja, bitte. die man einer Dame nicht stellt. Was, Sie sagen, Sie machen das seit Jahrzehnten, aber Sie sind ja nicht so alt. wie viel würden Sie mir geben? Ich weiß es nicht, aber wenn ich Sie so erlebe, dann... Bei der Jugend bleibt man jung. Darf ich sagen, wie alt? sagen Sie was. 71. Im Ernst? Ja. Sie haben Power. Ja. 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 Ich danke Ihnen auch für alle Hilfe und das Ich danke. Zuhören. Nochmal Dank für Ihre Tätigkeit und Sie kriegen eine Rückmeldung. Gell? Gut. Wir melden uns. Jetzt Danke muss ich schön. leiten, weil jetzt muss ich Signal geben für die nächste Nächste. Runde. Gell? Gut. Danke nochmal. Dankeschön. Wiederschauen, Danke, Großfreunde. es ist Ja. mir eine Ehre gewesen, mit Ihnen zu Ganz plaudern. meinerseits. Dankeschön. Dankeschön. Gut. So. a queste braccia